Es geht nicht darum, wie viele Blumen du kaufst, wie viele Guten Morgen-Nachrichten du schickst oder wie sehr du dich verbiegst, nur um ihr zu gefallen. Genau damit verschwenden die meisten Männer ihre Zeit. Und weißt du was? Es funktioniert nicht. Die Wahrheit ist, Frauen verlieben sich nur aus 2 Gründen in dich. Nur 2. Und sobald du die verstanden hast, hörst du auf zu jagen, auf zu rätseln und fängst an, dich wie der Mann zu verhalten, der gewählt wird, ohne um Aufmerksamkeit betteln zu müssen. Und genau deshalb ist das so wichtig. Viele Männer verbringen Jahre in einer Beziehung, investieren all ihre Energie, nur um irgendwann festzustellen, dass die Frau nie wirklich in sie verliebt war. Vielleicht mochte sie die Vorteile, die Aufmerksamkeit oder sogar den Lebensstil, aber tief im Inneren war sie nie wirklich dabei. Und so eine Beziehung raubt dir alles. Sie stiehlt dir deine Zeit, deinen Fokus und dein Selbstvertrauen. Darum geht es hier nicht darum, Frauen schlecht zu reden. Es geht darum, dich zu schützen, dich davor zu bewahren, Jahre deines Lebens einer Illusion hinterherzulaufen und dir die Klarheit zu geben, zu erkennen, was eine Frau wirklich in dich verlieben lässt. Ich werde dir die 2 Kernfaktoren aufzeigen, die dafür verantwortlich sind. Und ich verspreche dir, sobald du das verstanden hast, verändert sich alles. Du wirst sofort sehen, warum manche Frauen sich tief binden, während andere ohne ein weiteres Wort gehen. Und jetzt kommt's. Die meisten Männer verstehen das völlig falsch. Sie konzentrieren sich auf die falschen Dinge und wundern sich dann, warum sie ihr Interesse verliert. Am Ende dieses Videos wirst du nicht nur die 2 echten Gründe kennen, warum Frauen sich verlieben, sondern auch wissen, wie du dich als der Mann positionierst, in den sie wirklich investiert. Bleib bis zum Ende dabei, denn ich garantiere dir, wenn der Knoten einmal geplatzt ist, wirst du Dating und Beziehungen nie wieder mit denselben Augen sehen. Fangen wir an. Erstes Zeichen: Deine Persönlichkeit. Ich sage dir jetzt etwas, das vielleicht ein bisschen wehtut, weil es die meisten Männer nicht hören wollen. Wenn du glaubst, Frauen verlieben sich in dein Geld, dein Aussehen oder deine Kleidung, dann steht dir eine schmerzhafte Realität bevor. Ja, diese Dinge können Aufmerksamkeit erregen. Aber Aufmerksamkeit ist keine Anziehung und schon gar keine Liebe. Die Wahrheit ist, was eine Frau wirklich tief in dich verlieben lässt, ist deine Persönlichkeit. Und der Kern davon ist deine emotionale Stabilität. Lass mich das erklären. Die meisten Männer machen den Fehler, Selbstbewusstsein mit Arroganz zu verwechseln oder Männlichkeit mit Aggression. Sie glauben, ein Mann zu sein bedeutet, hart aufzutreten, Geld zu präsentieren oder jede Situation dominieren zu wollen. Und Frauen spielen das vielleicht eine Zeit lang mit. Aber tief im Inneren ist das nicht der Grund, warum sie bleiben. Was Frauen sich wirklich wünschen, ist ein Mann, der ruhig bleibt, wenn es ernst wird. Ein Mann, der nicht die Kontrolle verliert, wenn es schwierig wird. Ein Mann, dessen ganzer Tag nicht zusammenbricht, nur weil sie mal 5 Minuten nicht zurückschreibt. Frag dich ehrlich: Wie oft hast du wegen einer Kleinigkeit überreagiert? Vielleicht hat sie sich mal einen Tag zurückgezogen und du bist in Panik geraten, hast ihr Handy bombardiert, weil du dachtest, sie gleitet dir aus den Händen. Oder du wurdest eifersüchtig, weil sie einen anderen Mann erwähnt hat. Und statt cool zu bleiben, bist du explodiert, wurdest passiv-aggressiv oder hast Streit angefangen. Und genau das zerstört Anziehung. Wenn du deine emotionale Kontrolle verlierst, verliert sie ihr Vertrauen in dich. Sie fühlt sich in deiner Gegenwart nicht mehr sicher. Und eine Frau wird sich niemals in einen Mann verlieben, bei dem sie sich nicht sicher fühlt. Dreh den Spieß mal um. Stell dir vor, du bist der Mann, der nicht zusammenzuckt, wenn das Leben chaotisch wird. Sie ist aufgebracht. Du bleibst ruhig. Es geht etwas schief. Du suchst nach Lösungen, statt dich hineinzusteigern.
Sie testet dich mit Worten oder Taten. Du reagierst mit Humor und Gelassenheit statt mit Wut. Das ist der Mann, auf den sie sich stützen kann. Das ist der Mann, der ihr Sicherheit gibt. Und Sicherheit ist die Grundlage dafür, dass Anziehung sich in Liebe verwandelt. Der größte Fehler der meisten Männer ist, dass sie Frauen ins Zentrum ihres Lebens stellen, anstatt sich selbst und ihre Ziele. Sie wachen mit Gedanken an sie auf, nicht an ihre Mission. Sie scrollen durch ihr Social Media, statt ihr eigenes Business aufzubauen. Sie sehnen sich nach ihrer Bestätigung, statt sich selbst durch Fortschritt und Ziele zu bestätigen. Und dann wundern sie sich, warum sie nicht respektiert. Der Grund ist einfach: Frauen spüren, wenn ein Mann keine Richtung im Leben hat. Und ein Mann ohne Richtung ist keiner, dem sie folgen können. Und ohne Respekt gibt es keine Liebe. Was ist also zu tun? Einfach, aber nicht leicht. Hör auf, Frauen zu deiner Mission zu machen. Fang an, dich selbst zu einem Mann mit Zielen und Leidenschaft zu entwickeln. Lebe ein Leben, das dich erfüllt, mit oder ohne sie. Wenn dein Fokus auf deinen Zielen liegt, verändert sich alles. Selbstvertrauen ist dann nichts Gespieltes. Es entsteht ganz natürlich, weil du weißt, wohin du gehst. Führung geschieht mühelos, weil du bereits dich selbst führst. Selbst Humor fällt dir leichter, weil du nicht ständig in Angst lebst, ob sie dich mag oder nicht. Genau deshalb ist Persönlichkeit das Fundament. Es geht nicht darum, der Lustigste, der Bestanngezogene oder der Charmanteste zu sein. Es geht um die Energie, die du ausstrahlst, die Ruhe, die du verkörperst und die Richtung, in die du dich bewegst. Also frag dich: Wenn eine Frau dich heute trifft, hätte sie das Gefühl, einem Mann mit Mission zu begegnen? Oder eher irgendeinem Typen, der sich viel zu sehr bemüht, Eindruck zu machen? Die Antwort auf diese Frage entscheidet, ob sie dir ihre Aufmerksamkeit für eine Nacht schenkt oder ihr Herz für ein ganzes Leben. Bleib dran, denn der nächste Grund, warum Frauen sich wirklich verlieben, ist einer, an den fast kein Mann denkt. Und er ist sogar noch mächtiger als die Persönlichkeit allein. Bevor wir tiefer einsteigen, mach eine Sache für mich. Drück den Like-Button. Wenn dich das schon berührt, wird das, was jetzt kommt, noch stärker einschlagen. Weiter geht's. Zweites Zeichen: Ihre Investition, die verborgene Kraft. Hier geht es um etwas, das die meisten Männer komplett übersehen. Und doch ist es einer der mächtigsten Gründe, warum eine Frau sich wirklich verliebt. Es geht nicht nur darum, wer du bist, sondern darum, wie viel sie in dich investiert. Und ich spreche hier nicht von Geld. Es geht um Zeit, Energie und Gefühle. Denn hier gilt ein psychologisches Gesetz: Menschen schätzen das, worin sie investiert haben. Denk mal kurz darüber nach. Stell dir vor, du kaufst ein billiges Paar Schuhe. Sie haben dich fast nichts gekostet. Du trägst sie, behandelst sie schlampig, und wenn sie kaputt gehen, wirfst du sie einfach weg. Aber wenn du monatelang gespart, viel Geld bezahlt und in dieses Paar investiert hast, behandelst du sie mit Sorgfalt. Du reinigst sie, schützt sie und behandelst sie ganz anders. Mit Beziehungen ist es genauso. Wenn eine Frau kaum in dich investiert hat, kann sie jederzeit gehen, ohne zurückzublicken. Aber wenn sie ihre Emotionen, ihre Zeit und ihre Energie in dich gesteckt hat, fühlt es sich für sie an, als würde sie ein Stück von sich selbst herausreißen, wenn sie geht. Der Fehler, den die meisten Männer machen, ist, dass sie alles investieren, während sie fast nichts tut. Du schreibst immer zuerst, planst jedes Date, kaufst Geschenke, wirfst deinen ganzen Zeitplan um, nur um es ihr recht zu machen, und sie taucht nur auf, wenn es ihr passt. Und weißt du was? Genau deshalb schätzt sie dich nicht, weil sie nichts opfern musste
Und ohne Investition wird ihre Bindung immer schwach bleiben. Genau deswegen enden so viele Männer mit gebrochenem Herzen. Sie verwechseln die Anwesenheit einer Frau mit ihrem Einsatz. Also, wie drehst du das um? Ganz einfach. Du schaffst Raum, damit sie investieren kann. Du trägst nicht die ganze Beziehung auf deinen Schultern. Du lässt sie beitragen. Du lässt sie Energie hineinstecken. Das kann so einfach sein wie: Sie plant das nächste Date. Sie meldet sich bei dir, wenn du beschäftigt bist. Sie unterstützt deine Ziele, ohne dass du darum betteln musst. Sie ist da, wenn du sie brauchst. Sie ruft dich an, obwohl du nicht zuerst geschrieben hast. Diese Kleinigkeiten wirken vielleicht unbedeutend, aber jede einzelne baut ihre emotionale Bindung auf. Hier ein Beispiel. Typ A macht alles für die Frau. Er sagt Treffen mit seinen Freunden ab, gibt sein ganzes Geld für sie aus und schreibt ihr ununterbrochen. Sie muss keinen Finger rühren, weil er schon die Arbeit von 2 Menschen übernimmt. Typ B hingegen ist mit seiner Mission beschäftigt. Er schätzt sie, aber er wirft sein Leben nicht für sie über den Haufen. Wenn sie Zeit miteinander verbringen, weiß sie, dass sie seinen Standard erfüllen muss. Sie investiert, sie trägt bei, sie zeigt Einsatz. Und jetzt sag mir, welchen der beiden Männer wird sie mehr respektieren? In welchen wird sie sich stärker verlieben? Genau, Typ B, weil sie in ihn investiert hat, nicht nur umgekehrt. Und die tiefere Wahrheit ist, wenn eine Frau in dich investiert, beweist sie nicht nur ihre Loyalität. Sie baut ihre eigene emotionale Bindung auf. Sie verknüpft in ihrem Kopf ihre Zeit, ihre Energie, ihre Fürsorge mit dir. Das ist es, was ihre Liebe intensiver macht. Also frag dich, lässt du Frauen in dich investieren oder versuchst du, ihre Liebe mit deiner Mühe zu kaufen? Lässt du sie diese emotionale Bindung aufbauen oder trägst du alles allein? Denn die Wahrheit ist, eine Frau, die kaum investiert hat, kann jederzeit gehen. Aber eine Frau, die mit dir aufgebaut, für dich geopfert und in dich hineingegeben hat, das ist diejenige, die kämpfen wird, um dich zu behalten. Und wenn du das mit dem ersten Zeichen kombinierst, deiner Persönlichkeit und emotionalen Stabilität, dann hast du ein Fundament, das die meisten Männer niemals erreichen werden. Denn die Art und Weise, wie diese beiden Zeichen zusammenspielen, ist der Unterschied zwischen dem Typen, den sie vergisst, und dem Mann, den sie niemals loslassen wird.